Ein Blatt Papier, das dir den Weg zum selbstständigen Fahrzeugaufbereiter ebnet. Heute sprechen wir darüber, wie du es ausfüllst. Die Frage bekomme ich tatsächlich immer wieder. Es gibt Unsicherheiten bei der Gewerbeanmeldung. Obwohl es wirklich mit einer A4-Seite getan ist, dein Gewerbe offiziell anzumelden und damit durchstarten zu können, gibt es immer wieder Leute unter euch, die da ein bisschen unsicher sind und Angst haben, was Falsches anzugeben. Deswegen gehe ich mit euch einfach mal Schritt für Schritt alle Felder durch, sodass ihr sicher seid, was ihr wohin schreiben müsst, was vielleicht ihr auch gar nicht hinschreiben braucht und was ihr sogar lieber nicht hinschreiben solltet. Wir starten jetzt gleich mal, kommt rüber an meinen Laptop und wir sprechen einmal durch. So, und damit herzlich willkommen an meinem Bildschirm. Ich möchte mit dir jetzt einmal die Gewerbeanmeldung durchgehen, sodass du dir gar keine Sorgen machen musst. Es ist wirklich super einfach und ja, unkompliziert. Du kannst dir die Gewerbeanmeldung online aufmachen. Wenn du sie gleich ausfüllen willst, dann mach das Video, stopp das Video immer entsprechend an der Stelle und füll sie gleich aus. Oder du kannst das Video natürlich auch mehrfach angucken, wenn du sie später ausfüllen möchtest. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Gewerbe anzumelden. Entweder kannst du es direkt online machen, da musst du einfach mal Gewerbeanmeldung und dann deine Gemeinde googeln. Da gibt es direkt Online-Formulare, wo du es auch sofort ohne Unterschrift, ohne Ausdrucken abschicken kannst. Oder aber du lädst dir einfach dieses PDF hier runter. Ich habe es hier von gewerbeanmeldung.de. Es ist wirklich bundeseinheitlich gleich. Das kannst du machen, wie du möchtest. Dann wie ich jetzt hier digital ausfüllen oder du druckst es dir aus und füllst es dann aus. In jedem Fall musst du es, wenn du dieses Formular nutzt und nicht die Online-Variante, musst du es am Ende drucken, unterschreiben, abschicken oder abgeben. Wir starten jetzt als allererstes mit Punkt 1 und da wird es auch schon für die meisten uninteressant, denn hier wirst du nur etwas eintragen, so wie es hier steht. Wenn du irgendwo eingetragen bist, also bei einer GmbH oder, und das könnte auch noch bei dir der Fall sein, bei einer GbR, also wenn du es mit jemandem zusammen als sogenannte Personengesellschaft machst, dann gibst du hier die weiteren Gesellschafter an. Also sagen wir jetzt mal ein weiterer Gesellschafter Max Mustermann, wenn du denn eine GbR hast. Wenn du es als Einzelunternehmer machst, brauchst du hier gar nichts hinschreiben. Ort und Nummer des Registereintrags brauchst du auch nur auszufüllen, wenn du eine GmbH oder eine andere Gesellschaft anmeldest, die im Handelsregister eingetragen werden muss. Angaben zur Person, ich nehme jetzt einfach mal die weibliche Form, das ist dann die Erika Musterfrau. Die ist in dem Fall weiblich, Geburtsname sagen wir einfach mal Müller. Geburtsdatum ist auch soweit klar, machen wir den mal den 1.1990. Geburtsort und Land ist, sagen wir mal, Berlin, Deutschland. Soweit auch alles unkompliziert, Staatsangehörigkeit Deutsch oder wenn andere einfach hier hinschreiben, was auch immer. Anschrift der Wohnung. Ist auch soweit klar. Musterstraße 2 oder 1 in 1, 2, 3, 4, 5 Musterstadt. E-Mail musst du nicht angeben, kannst du angeben. Telefonnummer, schreiben wir irgendeine rein. Telefaxnummer wird kaum noch jemand haben, also auch einfach nichts eintragen. Punkt 10. Zahl der geschäftsführenden Gesellschafter, das musst du jetzt angeben, wenn du eine GbR gegründet hast, so wie ich es jetzt hier quasi angenommen habe, also bei der GbR, wo wir oben noch einen Namen eingetragen haben, wären es in diesem Fall 2. Wenn du ein Einzelunternehmen bist, schreibst du dort gar nichts hin. Zahl der gesetzlichen Vertreter nur bei juristischen Personen, das wäre dann die GmbH oder auch die UG. Wie gesagt, hier auch nicht zutreffend, deswegen einfach freilassen. Vertretungsrechtliche Personen oder Betriebsleiter steht aber auch direkt dahinter, nur bei inländischen Aktiengesellschaften und. Uninteressant für uns. Betriebsstätte ist in der Musterstraße 2, also hier trägst du einfach deine Betriebsstätte ein. Musterstadt, hier auch wieder alles. Telefonnummer, wenn es eine abweichende gibt, ansonsten brauchst du da nichts weiter einzutragen. Hauptniederlassung hast du soweit auch nicht, es sei denn, du meldest eine zweite Betriebsstelle an, aber in diesem Fall sollte die Gewerbeanmeldung für dich ja eh kein Problem sein, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass du sie nicht machen musst. Jetzt kommt hier der einzige kleine Knackpunkt, nämlich die angemeldete Tätigkeit. Und zwar würde ich da hinschreiben Fahrzeugpflege und Fahrzeugaufbereitung. Und jetzt kommt es ganz wichtig, ohne handwerkliche Tätigkeit. Andernfalls müsstest du deine Tätigkeit bei der Handwerkskammer anmelden und eintragen. Das wollen wir definitiv nicht, also lass es einfach weg. Und wenn du möchtest, noch Produkte an deine Kunden verkaufen möchtest, kannst du auch gleich den Einzelhandel mit Fahrzeugpflegeprodukten mit hinschreiben, musst du aber nicht, nur falls das soweit sein soll. Wird die Tätigkeit vorerst im Nebenerwerb betrieben, dann ist ganz einfach ja oder nein, machst du es gleich Vollzeit oder nicht, kannst du dann einfach anklicken und wann geht's los. Da ist wichtig, du darfst dein Gewerbe, ich glaube, musst du spätestens 14 Tage nach Aufnahme anmelden, also schreib am besten das Datum der Anmeldung hin, was jetzt hier ein schlechtes Beispiel bei mir ist, weil dann hätte ich nämlich eine Ordnungswidrigkeit begangen, also nehmen wir mal den 1.4. Art des angemeldeten Betriebs klingt erstmal kompliziert, wir haben nichts von alledem, sondern Sonstiges und gegebenenfalls kannst du den Handel mit eintragen, wenn du ihn eben hier oben mit aufgeschrieben hast. Ansonsten ist es Sonstiges, Dienstleistung ist hier nicht extra aufgeführt. Zahl
Der bei Geschäftsaufnahme tätigen Person ohne Inhaber ist nur, wenn du wirklich jetzt schon angestellt hast, kannst du also meistens keine eingeben oder eben deine Angestellten, entweder Vollzeit oder Teilzeit. Ist auch relativ selbsterklärend. Die Anmeldung wird erstattet für eine Hauptniederlassung in aller Regel. Selten wird es eine Zweigniederlassung oder noch was anderes sein, deswegen einfach Hauptniederlassung. Das hast du jetzt gemacht. Hast du ein Unternehmen gekauft? Hast du einen Gesellschafter dazu genommen? Hast du Erbfolge, Kauf, Pacht, was auch immer? In der Regel wird es hier die Neugründung sein. Wenn du einen Betrieb übernommen hast, müsstest du den hier hinschreiben, aber davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Und das war es tatsächlich auch schon. Alles weitere hier unter Punkt 28 bis 31 ist nur relevant, wenn du eben eine Erlaubnis brauchst, also wenn es ein Handwerk zum Beispiel ist, dann müsstest du das hier ausfüllen, ist bei uns eigentlich nicht der Fall. Dann nur noch ausdrucken, Datum, Unterschrift, abschicken, abgeben und dann bist du Startler. Und wenn du alle weiteren Schritte noch Schritt für Schritt erklärt haben möchtest, die du brauchst, um erfolgreich als selbstständiger Fahrzeugaufbereiter zu arbeiten, guck dir auf jeden Fall unseren Online-Kurs an. Link findest du unten in der Videobeschreibung. Dort bespreche ich alles von A bis Z, von Marketing über Persönlichkeitsentwicklung bis hin zu Buchhaltung und Administration, damit du deinen Weg erfolgreich beschreiten kannst. Den ersten Schritt hast du mit diesem Blatt Papier schon erledigt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonniere den Kanal und drück die Glocke, um kein Video zu verpassen. Bis dann. Haut rein.